Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich zeige euch in diesem Video, wie man den Lichtschalter bzw. den Blinkerschalter komplett zerlegen kann. Wie ihr ja wisst, gibt es bei dem Lichtschalter ja manchmal einige Probleme und ja, ich will euch auch dabei helfen und zeigen, wie man diese Probleme selber beseitigen kann. Wie man hier diese Kappe demontiert, das habe ich euch ja im vorigen Video schon gezeigt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man den Rest zerlegen kann von dem Schalter. Ich habe mit einem Schraubendreher oder mit zwei Schraubendrehern diese Clips gelöst, rundum. Dann kann man als erstes diese Kappe lösen. Das ist nicht ganz so einfach, aber es ist machbar. Schön mit Gefühl arbeiten, damit nichts kaputt geht. So, wenn man diese Kappe aufgemacht hat, dann sieht man hier diesen Gleitkontakt. Den muss man rausnehmen. Wie man die Teile später wieder zusammenbaut, zeige ich euch dann im nächsten Video. Keine Sorge, ich mache das hier so, dass das jeder nachmachen kann. Jetzt kommt die zweite Kappe ab. Da muss man hier diese Clips lösen. Diese Kappe war etwas schwieriger zu lösen. Deswegen habe ich das Video jetzt mal ein bisschen schneller laufen lassen. Aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie man das machen kann. Ich hatte das vorher auch noch nie gemacht, aber wie man sieht, das ist alles machbar. So, jetzt kann man diese Kappe abnehmen. Keine Angst, da kommt einem nichts entgegengeflogen. Kappe zur Seite legen. Jetzt kommt man an das Rad dran, wo man die Lichthöhe mit einstellen kann. Das Rädchen nimmt man raus. Und jetzt sieht man hier gleich, das ist wieder so ein kleiner Arretierungsbolzen, wo eine kleine Feder drunter sitzt. Den nimmt man am besten auch raus, damit der nicht verloren geht. Alles schön zur Seite legen, damit man auch alles wieder schön zusammenbauen kann. Jetzt kommt diese Kappe dran. Das hier, das ist so ein Hebelchen für die Blinkerfunktion. Da sitzt eine kleine Feder. Die Feder ein bisschen reindrücken. Dann kann man dieses mechanische Bauteil rausnehmen. Kann man es gut sehen. Also wie gesagt, ich zeige das extra so, dass wenn euch da ein Teil mal rausfällt oder sowas und ihr wisst nicht, wo es hingehört, hier könnt ihr das jetzt sehen, kriegt ihr auf jeden Fall wieder zusammen, denke ich.
Diese kleine Feder kann man nach unten rausdrücken, zur Seite legen. Sollte alles funktionieren. Das ist jetzt noch so eine Anpressrolle, da sitzt auch eine kleine Feder hinter. Das ist auch für die Blinkerfunktion. Muss man auch schön zur Seite legen. So, jetzt sieht man hier gleich, dass die Kabelisolierung kaputt ist und nicht mehr vorhanden ist. Und das ist natürlich gefährlich. Wenn da mehrere Kabel dann blank aneinander liegen, kann es zu einem Kurzschluss kommen. Und deswegen baue ich den ganzen Schalter auch auseinander. Dazu muss man hier diese Lötkontakte lösen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Weil man muss die Kabel rausziehen, weil die neu isoliert werden. Hier kann man die Kabelfarben sehen. Das zeige ich euch aber später dann noch etwas genauer. Das Teil hier, das ist jetzt eine sogenannte Entlötpumpe. Die spannt man und kann dann per Knopfdruck einen Unterdruck erzeugen. Und da kann man dann das flüssige Lötzinn mit wegsaugen von diesen Lötpunkten. Ich habe dazu den Schalter in einen kleinen Schraubstock eingespannt. Und diesen Lötpunkt möchte ich jetzt lösen. Dazu habe ich den Lötkolben schon mal vorgewärmt. Jetzt nehme ich in die linke Hand diese Entlötpumpe. Und jetzt mache ich mit der rechten Hand, mit dem Lötkolben, mache ich die Lötstelle heiß. Dadurch wird das Lot wieder flüssig. Und dann kann ich das mit dieser Entlötpumpe wegsaugen. Sonst bekommt man das Kabel ja nicht ab. Oder nur schwer. Diese Lötstelle hat sich ein bisschen gewehrt. Die musste ich ein paar Mal warm machen. Aber letztendlich habe ich sie lösen können. So, da ist sie ab. Jetzt zeige ich euch noch eine weitere Lötstelle, die ist etwas anders befestigt, aber vom Prinzip funktioniert das ganz genauso. Die Lötstelle heiß machen, das Lötzinn flüssig machen und dann kann man das Kabel auch abziehen. Den Rest habe ich dann ohne euch gemacht, ist ja sonst zu langweilig. So, jetzt muss man diese Clips hier lösen, den auch. Wie gesagt, diesen hier. Dann kann man dieses komplette Bauteil rausziehen aus dem Schalthebel und damit zieht man auch gleichzeitig die Kabel dann raus. Das Ganze ist auch ein bisschen fummelig, deswegen habe ich das auch mal ein bisschen schneller laufen lassen. Diesen Clip und den Clip habe ich soweit gelöst. Jetzt kann ich dieses komplette Bauteil vorsichtig rausziehen.
Dann sieht man auch, dass die Kabel jetzt unter der Platine auch mit rausgezogen werden, damit ich diese Kabel neu isolieren kann gleich. Gleichzeitig fällt jetzt der Schalthebel auch mit ab, aber es ist nicht schlimm. Ich zeige euch ja, wie man das alles wieder zusammenbekommt. Ich hoffe, dass ich dir auch dieses Mal wieder mit meinem Video helfen konnte. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, aber noch wichtiger wäre mir, dass du meinen Kanal abonnierst, damit ich weiß, dass ich auch für dich hier weitermachen soll mit meinen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bitte klick auf Daumen hoch und abonniere meinen Kanal bitte jetzt.